Hello again! Nein, das ist so peinlich. Hallo ihr Lieben! Wir machen heute Käsekuchen aus dem Glas und zwar No Bake. Also es sind eigentlich die perfekten Komponenten. Käsekuchen liebe ich über alles. Desserts aus dem Glas sind immer gut. Und No Bake gerade im Sommer ist perfekt. Und das Rezept ist super unkompliziert. Und ich starte jetzt auch direkt mit unserer Creme. Oh, jetzt habe ich da voll reingedutscht mit meinem Finger. Das war übrigens Doppelrahmen-Frischkäse. Genau, nehmt da auf jeden Fall Doppelrahmen-Frischkäse. Natürlich könntet ihr bei Desserts aus dem Glas auch auf fettarme Varianten zurückgreifen. Aber ich mag den ganz gerne und den süße ich jetzt mit etwas Puderzucker. Alle ganz genauen Mengenangaben findet ihr in der Infobox. So, und da gebe ich jetzt noch Quark mit dazu. Ich gebe zu, heute mag ich es richtig fettig. Ich habe hier den 40%igen genommen. Ihr könntet auch den 20%igen oder den Magerquark nehmen. Das ist gar kein Thema. Könnt ihr komplett austauschen. So, das verrühre ich jetzt aber erstmal miteinander. Ach, die Funde schwitzen wir weg, du. So, das habe ich jetzt 30 Sekunden miteinander verrührt. Ihr braucht auch keine Maschine. Schneebesen reicht vollkommen. Und jetzt kommen die zwei super Komponenten, Vanilleextrakt und Zitronenschalenabrieb. Ich brauche keinen Zitronensaft, wir brauchen wirklich nur den Abrieb. Daher unbedingt eine Bio-Zitrone nehmen, damit wir eben nicht die ganzen Spritzerstoffe, die da drin sind, diese ganzen gespritzten Sachen, die später nicht in der Creme haben. So, schaut euch das mal an. Schaut euch mal diese Vanillepünktchen an. Und die Creme ist jetzt auch schon fertig. So, jetzt habe ich mir die Creme in meinen Spritzbeutel mit großer Lochtülle vorne dran gefüllt. So habe ich es einfacher, jetzt in die schmalen Gläser zu kommen. Und ich mache es jetzt so, ich bin jetzt gerade ein bisschen aus der Puste, weil wir gerade eine Fliege gejagt haben. Ich mache es jetzt so, ich nehme hier Zungenbiskuits. Ihr könntet auch, wo habe ich sie, diese Eierplätzchen nehmen oder Löffelbiskuits oder allgemein Kekse, die ihr mögt. Oder. Und ich mache es jetzt so. Oder vielleicht Oreos sogar. Oder vielleicht Oreos, auch eine gute Idee. Dann würde ich sie aber nicht jetzt hier rein tunken, weil ich tunke die Kekse jetzt in die Flüssigkeit von meinen Dosenmandarinen, die ich hier, also ich habe die Flüssigkeit aufgefangen und die Dosenmandarinen brauchen wir auch gleich. Noch ein bisschen Geschmack ab. Gibt auf jeden Fall noch ein bisschen Geschmack, genau. Und wir verschwenden halt auch nichts. Eine Sekunde reintunken, jetzt gebe ich sie hier in das Glas rein. Das ist dann quasi unser Boden. So, jetzt nur zur Hälfte befüllen. Mandarinen? Genau, Mandarinchen und jetzt nochmal Creme. So, und jetzt noch hier so ein Mini-Softcake einfach hier an die Seite. Und das sieht irgendwie aus wie ein Cocktail, finde ich. Das sieht echt aus wie ein Cocktail. Wie ein Cocktail. Und soll ich euch mal was Witziges erzählen? Wie viele Mini-Softcakes sind in so einer Packung? Schreibt es jetzt in die Kommentare, genau jetzt. Und wir haben ja nur noch 4 Stück plus den und den. 6 Stück nur noch übrig. Wir haben einfach alle aufgefuttert. Gut, dass ich noch eine zweite Packung geholt habe. Ich muss echt zugeben, diesmal habe ich die gegessen. Also ich kann auch eine ganze Packung alleine weghauen, aber Hamza, ich habe dich voll angefixt, ne? Diesmal war ich die Naschkatze oder Schlimm. Der Naschkater. Der Naschkater. Schlimm. Gut, dass ich eine zweite... Ich hole immer eine Backup-Packung, weil ich weiß, wenn wir Süßes im Haus haben, dann geht das ganz schnell weg. Eigentlich ich. Okay, ihr Lieben, das war's auch schon mit dem Rezept. Das ging jetzt echt ruckzuck und es sieht mega, mega festlich aus. Warte. Und ja. Wie viele sind rausgekommen? Das ist immer wichtig. 8 Stück. 8 Stück. Ganz genau 8 Stück. Ihr könnt zum Beispiel auch die Menge jetzt halbieren, wenn ihr nur 4 haben möchtet. Aber es stimmt, das ist echt wichtig. Diva, ne? Nee, ist ja auch so. Also ihr wolltet jetzt auch mal wissen, wie viel da rauskommt. Und ich probiere mal. Klar, man müsste jetzt irgendwie alles probieren, weil unten ist der Keks und hier. Aber ich gehe jetzt einfach mal hier so rein. Und dann machen wir den Taste-Test. Sehr frisch. Schmeckt echt so nach No-Bake-Cheesecake. Weil es ist ja auch Frischkäse, es ist Vanille, es ist Zitronenschalenabrieb. Und der Hamza will auch probieren. Komm, probier auch mal vor der Kamera. Nee. Nee? Nö. Okay, dann auf Instagram und dann Instagram. fügen wir die Szenen ein. Genau. Und ihr müsst uns auf Instagram folgen, wenn ihr es nicht schon längst tut, okay? Das ist ein Deal. Alles klar.
So, also ich finde es richtig geil. Ich werde das auf jeden Fall öfter machen, vor allem wenn Besuch kommt spontan. Und euch jetzt ganz viel Freude beim Nachmachen. Schreibt mir doch gerne einen Kommentar, irgendwas, was euch auf dem Herzen liegt. Hier unten, dann schreiben wir miteinander. Dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal hier auf Kikis Kitchen. Tschüss. Und ich habe mich nicht dreckig gemacht. Wow, du bist schlau. Ich war heiß. Ja, das ist voll nervig.